So, guten Morgen, ich bin wieder unterwegs. Ist jetzt der 6. Tag und heute soll es über Münster nach Dorsten gehen. Münster sollten nur so 20-30 Kilometer sein und dann geht es weiter nach Dorsten. Das müssten dann so 120 Kilometer sein. Das stimmt, werden wir rausfinden. Jetzt geht es erstmal los. Meinem Knie geht es wieder etwas besser. Ich merke es noch, aber es fühlt sich nicht mehr ganz so schlimm an. Hoffen wir einfach mal das Beste. Heute soll es sogar noch wärmer werden als gestern. Gestern waren es ja so um die 20 Grad, heute sollen es sogar 24 Grad werden. Und morgen sogar 26 Grad. Also das Wetter spielt momentan richtig mit. Und das lässt hoffen. Das motiviert auf jeden Fall. So, weiter geht's. So, ich habe jetzt hier in Westbevern kurz meine Wasservorräte aufgefüllt in so einem ganz kleinen Supermarkt, wie so ein kleiner Tante-Emma-Laden. Hätte nicht gedacht, dass es sowas noch gibt. Hat mich an meine Kindheit erinnert. Da hat man nämlich auch so einen ganz kleinen, was war das mal, ich glaube ein Spar oder sowas. Ein ganz kleiner Supermarkt direkt an der Ecke der Straße. Und ja, sowas sieht man heutzutage leider nur noch sehr selten. Dabei finde ich, hat das was sehr Sympathisches. Schaut euch diesen blauen Himmel an. Der Mond ist auch noch zu sehen. Herrlich. Morgen. Gerade kamen mir das erste Mal andere Radreisen auf dieser Route entgegen. Gerade kamen nämlich 4 Leute, die auch schwer bepackt waren, entgegen. Vorher habe ich noch keinen einzigen gesehen, also nur normale Radfahrer. Aber naja, gut. Ich kann also nicht sagen, wie belebt diese Route normalerweise ist. Wobei ich glaube, Ende September ist auch nicht jetzt unbedingt der Zeitraum, wo die meisten Leute unterwegs sein werden. Dafür bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät. Aber dafür ist es schön ruhig. Da ist die Sonne und da ist immer noch der Mond. Ich weiß nicht, ob man das auf der GoPro jetzt sehen kann. Ich kann es auf dem Display nicht erkennen, aber er ist noch ziemlich deutlich zu sehen. Zumindest der halbe Mond. Auf dem Display sehe ich es leider nicht, auf dem kleinen GoPro-Display.
Das Wetter ist so wundervoll. Also es ist angenehm, es ist langsam schon angenehm warm. Ich habe jetzt mich noch die Jacke wieder ausgezogen, ich habe kurze Hose an. Und wenn ich mir so den Himmel angucke, wundervoll blau, ganz toll. Er wirkt vielleicht sogar noch ein bisschen blauer durch meine Fahrradbrille, weil die Brille die Kontraste verstärkt. Aber trotzdem, herrlich. Da kommt auch schon ein Schild. Ah, hier geht auch die D-Route 3 lang, wie wir da sehen können. Und Münster sind noch 8 Kilometer. Da haben wir schon mal den ersten Teil geschafft. Das heißt ersten Teil. Ich meine, das sind jetzt, wie viele Kilometer habe ich jetzt? 16,1. Und ja, jetzt noch 8 und dann danach noch knapp 100 Kilometer bis Dorsten. Ich denke, das sollte doch passen. So, hier ist irgendwie so ein Trödelmarkt in Münster. Meine Route führt natürlich genau da durch. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich daran vorbeikomme, ohne durch die Menschenmassen zu müssen. So, ich habe es an diesem Trödel-Flohmarkt vorbeigeschafft. Der war irgendwie riesengroß und exakt an der Route, wo ich lang hätte fahren müssen. Aber ich habe es vorbeigeschafft. So, weiter geht's.
krass. Ich weiß nicht, ob man, wie gesagt, ob man sieht, aber der Mond ist noch genauso gut zu sehen wie heute Morgen um 10. Jetzt haben wir schon kurz vor 12. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir schon mal aufgefallen wäre, dass der Mond noch so spät am Tag zu sehen ist. Aber warum nicht? Heute läuft sehr gut. Das Wetter ist einfach nur Bombe. Alles schön flach heute. Es erwarten mich auch kaum Höhenmeter. Ich glaube sogar unter 100, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest laut Radkompass. Und ja, läuft. Ich fahre hier die ganze Zeit parallel zur Autobahn. Die ist direkt hier links. Und ja, das ist von der Geräuschkulisse nicht so geil. Ich hoffe, dass das nicht allzu lange noch dauern wird. Ansonsten ist es hier halt doch eigentlich sehr angenehm. Wie gesagt, das Wetter ist der Obershit. Auch der Mond ist immer noch zu sehen. Und das um 12:30. Ja, es läuft. 40 Kilometer habe ich. Und ja, wenn das heute weiter so läuft, will ich mich nicht beklagen. Also ich merke mein Knie noch, aber ich kann trotzdem problemlos fahren. Ich glaube, es ist zuträglich, dass es heute sehr flach ist. Ich also nicht zu hart in die Pedalen treten muss, wenn es bergauf geht. Das tut dem Knie wahrscheinlich auch ein bisschen gut, um sich zu erholen. Ja, jetzt geht der Weg, also da ist die Autobahn. Der Weg geht jetzt ein bisschen ab davon. Naja. Das ist überraschend. Ich habe mich jetzt gerade eben auch mal ordentlich eingecremt mit Sonnencreme, weil die Sonne ballert ganz schön. Da ist sie. Aber lieber so als Regen. Nein, Wetter ist sehr angenehm. Also es ist nicht zu warm, nicht zu kalt, ideales Fahrradwetter. Ich glaube, die Weste werde ich gleich auch irgendwann ausziehen. Unter dem über dem mittleren Windrad kann man immer noch den Mond sehen, obwohl es schon 1:30 ist. Ich habe jetzt 60 Kilometer. Ich glaube, es müsste etwa die Hälfte bis Dorsten sein, so ungefähr. Das schaffen wir heute auf jeden Fall.
Danke. Also hier so am Fluss entlang zu fahren, das ist schon richtig chillig. So könnte es die ganze Zeit gehen, meiner Meinung nach. Sehr entspannt. Erstaunlicherweise ist hier auf meiner Seite, hier ist auch irgendwie keiner unterwegs. Also irgendwie von hinten kam noch keiner, von vorne kam noch keiner. Auf der anderen Seite vom Fluss sind öfter Leute unterwegs. Aber nicht hier auf meiner Seite. Die habe ich ganz für mich allein. Ich war gerade mal kurz bei einem Supermarkt, habe noch ein bisschen Wasser aufgefüllt, habe mir noch so ein Schälchen mit Obst gegönnt und ein kleines Eis. Und jetzt rollt der Hobel weiter. Es läuft, wie gesagt, sehr gut. Das Wetter ist immer noch Bombe. Ich fühle mich auch gut. Meinen Beinen geht es relativ gut. Ich denke mal, morgens sind auch meine Knie wieder in Ordnung, dass ich dann auch vorbereitet bin auf den harten Anstieg über die Eifel. Hoffe ich zumindest. Ja, ich habe ein Hotel jetzt genommen in Dorsten, weil ich habe bei den ganzen Campingplätzen, die da sind 3 Stück. Ich habe bei jedem angerufen und nirgendwo war einer zu erreichen. Das habe ich heute mehrmals am Tag versucht, aber da geht einfach keiner ans Telefon. Und bevor ich da jetzt ankomme und die Campingplätze gibt es nicht oder sind geschlossen oder weiß ich was, habe ich mir sicherheitshalber ein Zimmer genommen. Ich habe wieder was Günstiges gefunden, 49 € die Nacht, wieder in so einem Hotelrestaurant, wie gestern auch. Gestern, das war super und das wird vielleicht auch gut. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, weil ich habe jetzt Zelt und alles mitgenommen und es bisher nur einmal benutzt. Morgen komme ich ja nach Köln, da werde ich eventuell auch bei einem Kumpel übernachten. Und danach fahre ich nach Aachen, das heißt, ich habe dann nur einmal gezeltet wahrscheinlich. Es sei denn jetzt, die Strecke zwischen Köln und Aachen durch die Eifel ist so hart, dass ich zwischenzeitlich auch noch eine Pause machen muss. Aber das sehen wir dann. Weiter geht's. Was ich auch immer wieder interessant finde, ist die Tatsache, dass so ein vollgepacktes Fahrrad der total Blickfang ist. Überall drehen die Leute sich um oder schauen einem nach. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das jetzt so was Außergewöhnliches ist oder dass das so extrem auffällt. Aber es ist wirklich, ja, ich würde fast schon sagen extrem. Also fast jeder starrt auf die Taschen oder guckt einem hinterher, als wenn die sowas noch nie gesehen hätten. Und wenn mich da mal einer drauf anspricht, was jetzt nur 2-3 Mal vorkam,
reagieren die Leute eigentlich fast immer gleich. Wenn man denen sagt, wo man herkommt und wo man hin will, immer die direkt unglaublich so, nee, die verarschen mich doch, nee. Die wollen einem das nicht glauben. Warum auch immer. Gerade kamen mir 3 Mädels entgegen, vielleicht so 14, 15, die auf Pferden unterwegs waren und da diesen kleinen Hügel, den ich gerade runtergefahren bin, hochgaloppiert sind im Affenzahn. Die sahen auf jeden Fall aus, als hätten sie ihren Spaß. So, wo geht's weiter? Ich glaube, nee, nicht hier links rein, es geht geradeaus. Obwohl das Schild sagt, es würde links reingehen, aber Komoot sagt geradeaus. Machen wir das. Ja, ich habe leider erst 4,76 Kilometer zurückgelegt, weil ich eben versehentlich Komoot abgeschossen habe, beziehungsweise keine Ahnung, warum es aus war. Da weiß ich jetzt gar nicht genau, wie viele Kilometer ich jetzt insgesamt schon zurückgelegt habe heute, weil Komoot abgeschmiert ist. Aber das werde ich schon noch irgendwie rausfinden. Ich schätze mal noch 35 Kilometer, also ich glaube, ich hatte 80 oder so. Und ich schätze mal jetzt noch so 35 Kilometer müsste ich in Dorsten sein. Und dann wäre ich auch bei 120 Kilometer, das wäre natürlich ideal. So, leider war gerade eben eine Brücke gesperrt. Sonst hätte ich die ganze Zeit an diesem schönen Kanal hier entlang fahren können. Deswegen musste ich jetzt leider einen großen Umweg fahren über komplett, ich glaube 4 oder 5 Kilometer über eine Schnellstraße ohne Radweg. Weil das hier die nächste Brücke war, die über den Fluss rechts geführt hätte, der rechts von mir ist. Aber jetzt kann ich dafür dann wieder an dem Kanal hier entlang fahren. Immerhin. Falsch abgebogen. Ich musste nämlich hier runter. Ich bin da oben lang gefahren, aber ich muss auf die andere Seite, denn da oben sind Gleise und hier ist eine Unterführung.
So, auch heute bin ich wieder gut im Hotel angekommen. Es ist jetzt schon dunkel draußen. Es sind, wie viel Uhr sind es? 20:30 Uhr. Und ich habe geduscht, ich habe zu Abend gegessen. War auch sehr gut. Und ja, jetzt gehe ich pennen und morgen geht es dann nach Köln. Da werde ich wahrscheinlich beim Kumpel übernachten. Das heißt, ich habe morgen knapp 155 Kilometer vor mir. Dafür aber wenig Steigungen. Das sollte also machbar sein. Ich kann hier morgen schon ab 5:30 Uhr frühstücken. Ich mir überlege, ob ich versuchen soll, möglichst früh loszukommen, damit ich möglichst viel Strecke machen kann morgen. Aber das werde ich morgen früh entscheiden. In diesem Sinne, gute Nacht.